пътуване по света са включени много различни форми. Имаме обекти, имаме скулптури, имаме инсталации, имаме фотография, живописи, рисунки, графики. На практика изложбата изчерпва много голям спектър от това, което познаваме ние като съвременно изкуство. Изложбата обхваща близо 90 автора от източна и западна Германия, които са вече енциклопедични имена в историята на изкуството на 20 век и са част от колекциите на най-престижните музеи в света. Тя е компилация от други изложби на ИФА и от цялата им колекция, която е 23 000 произведения на ИФА. Тя е селектирана специално от тях и е направена, за да ходи по музеи за съвременно изкуство. В България такъв няма активно действащ и адекватен и това, че е тук в Пловдив е изключително голямо постижение. Една такава изложба, една такава колекция не отива на места, които не могат веднага да предложат всички условия, които тя изисква. Но в нашия случай те изчакаха търпеливо 2 години и диалога продължи активно 2 години. Тоест най-лесно беше за тях да кажат: съжаляваме, нямате подходящите условия. Те изчакаха доста време, търпеливо, и кураторите на изложбата също дойдоха в последния момент, за да огледна пространство, което беше изключителна проява на колегиалност, на съпричастност и на симпатия от тяхна страна. Като влезете вътре, се потапяте в атмосфера, която може да намерите наистина в едни от най-добрите немски музеи за съвременно изкуство. И има, така да се каже, силен, според мен, образователен ефект и формиращ ефект на вкуса, на нагласите, за това по принцип как би могла да изглежда една изложба. Gehen durch Räume, aber in Wirklichkeit gehen die durch 6 Jahrzehnte. Es ist nicht deutsche Kunst, sondern Kunst aus Deutschland. Unter anderem ist zum Beispiel Nan June Paik, Koreaner, der in Düsseldorf gelebt und gelehrt hat, ein Freund von Joseph Beuys in der Ausstellung. Also es geht um Kunst aus Deutschland. Was ist da eigentlich passiert in Deutschland nach dem grauenhaften Nazikrieg, nach dem grauenhaften Weltkrieg, den die Deutschen angezettelt haben? Und da spielt halt die kulturelle Initiative der IFA eine große Rolle. Künstler sind Botschafter, Künstler wollen gar keine Botschafter sein, deshalb sind sie so besonders gute Botschafter, die wollen ihre Kunst machen. Das ist interessant eigentlich für alle Leute. Künstler sind ja in jeder Gesellschaft Teil der Gesellschaft und zugleich auch immer ein bisschen Fremde. Deshalb sind Künstler so gute Brückenbauer zwischen den Gesellschaften. Es ist immer interessant, was Künstler beobachten, und das wollen wir zeigen. Also zu DDR-Zeiten dachte die Partei und dachten die Behörden, Fotografie wäre keine Kunst. Deshalb war die Fotografie die freieste Kunst in der DDR. Und heute, wenn wir wirklich verstehen wollen, was in der DDR-Kunst passiert ist, können wir Zeichnungen angucken, Skulpturen, aber wir müssen auch die Fotografie angucken, weil es war wirklich die freieste Kunst. Nur hat es die Partei damals nicht begriffen, was ja ein Glück ist. Das sehr Interessante in unserer Ausstellung ist, dass die Künstler im Osten und im Westen künstlerisch an sehr ähnlichen Problemen gearbeitet haben. Die politische Geschichte und die Kunstgeschichte sind überhaupt nicht gleich. Die Politiker Ost und West haben sich 40 Jahre lang nicht verstanden. Die Künstler kannten sich teilweise untereinander, und zwar auch vor allen Dingen die Künstler, die nicht die offiziellen und nicht die erfolgreichsten waren in ihren jeweiligen Systemen. Und das ist sehr, sehr interessant. Das zeigen wir auch in der Ausstellung, dass es da ganz viel Dialog gab zwischen den Künstlern Ost und West.